Name ist Asma El-Maroufi. Ich bin Professorin für islamische Philosophie mit dem Schwerpunkt islamische Ethik am Zentrum für islamische Theologie. Ja, in meiner Forschung beschäftige ich mich mit der islamischen Ethik, mit den Möglichkeiten einer islamischen Ethik. Dies vor allem aus einer philosophischen Perspektive, begebe mich aber natürlich auf Spurensuche, sprich ich untersuche, welche ethischen Implikationen es innerhalb des Korans zum einen gibt, und auf der anderen Seite beschäftige ich mich vor allem auch mit Fragen der Gegenwart. Dazu gehören vor allem die Umweltethik und die Tierethik und die Frage danach, wie wir bei all dem den Menschen selbst verorten, also Fragen der Anthropologie. Bei der Forschung um islamische Ethik treibt mich an, dass es noch viel zu entdecken gibt. Es gibt ganz viele Diskurse, die stattgefunden haben im Laufe der islamischen Geistesgeschichte, die noch unentdeckt sind oder eben noch nicht systematisiert wurden. Mich treibt also an, zu überlegen, welche Möglichkeiten einer islamischen Ethik gibt es, die einen Mehrwert, einen deutlichen Mehrwert hoffentlich, für die Jetztzeit haben. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch die gegenwärtigen ethischen Herausforderungen, denen wir begegnen, die mich antreiben, weil es einfach Fragen sind, die, wenn ich an meine Studierende der islamischen Theologie denke, sie brennen, sie manchmal erst dazu bringen, überhaupt islamische Theologie zu studieren. Es sind Fragen danach, wie man handelt und warum man handelt und wie man das kommunikabel macht, wie eben beispielsweise im Kontext der Medizinethik mit der Frage umgegangen werden soll nach der Organtransplantation. Das Thema eben nach dem Schächten, das Thema nach dem Tierleid. Das sind alles Fragen, die man auch unabhängig von Wissenschaft und Theologie diskutiert, aber die im Rahmen eines Studiums oder der Auseinandersetzung, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, einfach nochmal Hand und Fuß quasi bekommen. Es gibt immer wieder Schlüsselmomente, das sind vor allem Momente mit meinen Studierenden, wenn nach den Vorlesungen oder Seminaren diese zu mir kommen und einige Punkte weiter diskutieren wollen. Wenn es darum geht, Fragen zu stellen, die mich selbst aus dem Gleichgewicht fast schon bringen, weil ich merke, das rüttelt an meinen eigenen Forschungsansätzen. Es sind manchmal aber auch zutiefst persönliche, fast schon intime Momente der Begegnung mit Tieren beispielsweise, sei es so etwas wie die eigene Katze, die angefangen wird und für einen höheren Betrag quasi gerettet werden kann, weil sie medizinisch versorgt werden muss. Und wo plötzlich im Hintergrund Diskussionen darüber laufen, wie viel ein Tierleben wert ist. Das sind Momente, die dazu führen, dass man sich mit seiner eigenen Wissenschaft konfrontiert sieht, auf einer ganz persönlichen Ebene. Und das macht natürlich was mit einem.